Ja, wir wollen natürlich auch seine Reaktion erfahren. Zugeschaltet ist uns nun aus Pullach, der Kolumnist Jan Fleischhauer. Guten Morgen, Herr Fleischhauer. Ja, guten Morgen nach Berlin. Ja, was wir da gesehen haben gestern, Weidel versus Wagenknecht, wie ist denn Ihre Bilanz? Also es ging jetzt zum einen hitzig zu, zum anderen aber war auch ein ziemlicher Kuschelkurs zu erkennen. Also keine Brandmauern mehr, sondern gemeinsam diskutieren? Also inhaltlich lagen die da nicht dicht beieinander, die Damen, ne? Also es war ja so im Stilistischen ging es dann sozusagen in den Konflikt. Also ganz am Anfang, Sie hatten das ja gerade, dass sich Frau Wagenknecht dagegen verwehrt, als Steigbügelhalterin der Altparteien bezeichnet zu werden. Klar, und im hinteren Teil, als es um Herrn Höcke geht. Also Frau Wagenknecht war erkennbar bemüht, irgendwo mal Distanz aufscheinen zu lassen zur AfD, weil sie natürlich auch ihren Platz in den deutschen Talkshows nicht gefährden will. Ne? Also wenn man sich zusätzlich als AfD-Klon erweist, dann könnte ja der eine oder andere Redaktionsleiter mal auf die Idee kommen, auch da mal dann in den Talkshows schärfer nachzufragen. Also so war das ein leichtes Ungleichgewicht. Also vor allen Dingen Frau Weidel war immer sehr bemüht, nah an Frau Wagenknecht zu stehen, und Frau Wagenknecht dann eben hin und wieder auch mal gezeigt hat, dass sie sich von der AfD unterscheidet. Aber eben inhaltlich interessanterweise waren die beiden Damen wahnsinnig nah beieinander. Dieses sich abgrenzen wollen, Herr Fleischhauer, da würden wir ganz gern mal in eine Aussage reinhören und die dann hinterher mit Ihnen noch mal aufnehmen und diskutieren. Sie waren, ich meine, da können wir jetzt auch drüber reden, von 1991 bis 2010 in leitenden Funktionen der kommunistischen Plattform, die den Stalinismus verherrlicht hat. Nicht mehr, aber Sie schwärmen vom Wirtschaftsmodell von Venezuela und Kuba. Sie können das haben Sie in Ihrem Buch geschrieben. Sie haben ja gerade ganz lange vorgelesen. 2013 haben Sie das auch mal gesagt. Kuba und Venezuela ist ein super Wirtschaftsmodell. Nein. Warum nicht gleich Nordkorea? Da dann aber schon auch die Frage, Herr Fleischhauer, war Frau Weidel offenbar nicht so ganz tipptopp vorbereitet, weil Frau Wagenknecht danach ja durchaus noch das eine oder andere weitere Buch geschrieben hat. Wer war denn in der Art und Weise, wie er die Argumente präsentiert hat, für Sie stärker unterwegs? Also die sattelfestere, glaube ich, war Frau Wagenknecht. Also die hat ja so eine Art, sich da ganz einfach so durchzupflügen, ne? Und sich auch gar nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, so mit diesem eisigen Lächeln. Da wirkte gegen Frau Weidel erkennbar erstens angefasster zum Teil und auch unsicherer. Sie hat ja auch so eine komische Betonung zum Teil in der Sprache, also versucht dann so Entschiedenheit dadurch herzustellen, dass sie eben so überbetont die Silben. Das alles unterläuft Frau Wagenknecht nicht. Ja, und eben solche Scharmützel, dass man ihr die kommunistische Zeit vorhält, das wirft die natürlich weg, das wischt die mit so einer Handbewegung weg. Da ist sie erfahren genug durch die ganzen Talkshows. Ich meine, sie hat ja auch mehr Talkshow-Erfahrung als Frau Weidel, weil sie natürlich viel öfter eingeladen wird. Ne? Mhm. Wir haben noch ein weiteres Statement von Frau Wagenknecht für Sie vorbereitet, Herr Fleischhauer. Denn das war ja auch interessant, dass es, wenn es nicht ums Politische ging, natürlich spielte das Auftreten auch eine Rolle, was Sie ja auch eben angesprochen haben. Und lassen Sie uns mal reinhören, was Frau Wagenknecht noch zu Frau Weidel zu sagen hatte. Problem ist aber, dass die Höckes inzwischen ihre Partei dominieren und sie als das charmante Gesicht an der Spitze den Wählern im Grunde nicht ermöglichen, das zu sehen, was inzwischen die AfD ausmacht in den Landesverbänden, vor allem auch im Osten. Und das wissen Sie auch noch. Warum wollten Sie denn Höcke aus der Partei ausschließen? Sie wollten ihn ausschließen. Sie haben damals den Antrag unterschrieben. Warum wollten Sie ihn ausschließen, wenn das so ein netter Mensch ist? Ist eine interessante Frage. Sagen Sie es gern. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, hier steht nicht Herr Höcke, sondern ich. Ich habe viel zu lang haben wir hier über Herrn Höcke gesprochen, der jetzt ja auch vor Gericht eine Strafe bekommen hat für etwas, wenn es die systemrelevanten Stützen in Deutschland sagen, wie Deutscher Fußballbund, Deutsche Post und Kathi Hummels, dass sie da straffrei dann wollen wir jetzt auch nicht weiter. Ja, da hat sie ganz schön rumgeeiert, die Frau Weidel. Anders kann man das ja nicht sagen. Herr Fleischhauer, wie würden Sie das einordnen, diese Diskussion um Höcke? Also das war Weidel doch sehr unangenehm und Wagenknecht hat sie in diesem Punkt bekommen. Ich fand es echt erstaunlich, dass sich da Frau Weidel nicht besser vorbereitet hatte. Ich meine, das lag doch auf der Hand, dass das kommen würde. Also das ist deswegen so eine interessante Stelle, weil man natürlich sieht, dass Frau Wagenknecht erkennt die Gefahr,
dass sie zu nah an der AfD ist. Es gibt eine Stelle vorher, da sagt Frau Weidel, da geht es um die Ukraine-Politik. Das ist ja AfD-Politik, was Sie hier vorschlagen, das vertreten wir schon seit ganz langem. Was ja ein Tiefschlag ist, weil das genau das stimmt. Ist genau. Also was Frau Wagenknecht vorschlägt, ist AfD-Politik seit Jahren. Und dann fällt Frau Wagenknecht auch nichts anderes ein, als zu sagen, das ist aber jetzt irgendwie, das ist jetzt gemein, dass Sie das so sagen. Das heißt, das ist die gefährlichste Zone, die sie da betritt. Also das heißt, zu nah an Frau Weidel zu stehen. Und das heißt, sie inszeniert jetzt hier den Krawall über Höcke. Ja, und dass da Frau Weidel also so schlecht aussieht, das hat mich auch überrascht. Herr Fleischhauer, für die Meinungsbildung, für das Sehen, wer steht wofür, wie wichtig sind solche Diskussionsrunden aus Ihrer Sicht? Also, großes Gratulation, würde ich mal sagen, an Welt TV. Also diese Kombination mal ins Studio gebracht zu haben, liegt ja jetzt eigentlich auch nahe. Also ist ja kein Hexenwerk, also auf die Idee zu kommen, also diese beiden Protagonistinnen und wie der Chefredakteur sie ja auch vorgestellt hat, auch die beiden erfolgreichsten Politikerinnen Deutschlands mal im Tandem zu präsentieren, um genau das mal abzuklopfen. Wo sind die Unterschiede und wo sind die Gemeinsamkeiten? Ich habe dann gelesen, das war auch ganz ulkig, also auf Spiegel Online, lange Besprechung, ja, also mit allen Highlights, lief auch als Spitzenmeldung, aber im unteren Teil natürlich, nee, also solche Diskussionen bringen gar nichts, ja. Da muss ich mal sagen, da war so ein bisschen Sour Grapes, nennt man das im Englischen, also so hinterhergeworfen, aus Neid würde ich sagen. Auf die Idee hätte man ja auch mal Spiegel Online kommen können. Nein, ich glaube, das ist für die politische Information ist das, wenn man sich das angeschaut hat, ein wertvoller Beitrag. Oder wie es immer so schön heißt, die sind mir zu sauer, sprach der Fuchs von den Trauben, an die er nicht rankam. Herr Fleischhauer, danke für das Gespräch. Ja, genau. Mann, seid ihr beide philosophisch an diesem Morgen, muss man ja einfach sagen. Danke, Herr Fleischhauer. Muss auch mal sein, ne? Um die Uhrzeit.